Karl Bartos ist der erste von links auf dem Plattencover von Mensch Maschine. Damals, 1978, war er 25 und beschäftigte sich zum ersten Mal mit einem Stummfilm. Auf dem Album übersetzten Kraftwerk den Fritz-Lang-Klassiker Metropolis in ein 6 Minuten langes Musikstück. 2024 gilt Karl Bartos' Interesse dem Kabinett des Dr. Caligari. Dieser erste deutsche Blockbuster kam 7 Jahre vor Metropolis in die Kinos und wurde 1920 in nur einer Woche in Berlin-Weißensee gedreht. In einem Gewächshaus, weil man das Tageslicht brauchte. Der Stummfilm erzählt die Geschichte des Schlafwandlers Cesare, der von Dr. Caligari zum Töten angestiftet wird. Diese Bilder von Dr. Caligari und Cesare, der Typ, der so aussah in den 20er Jahren wie alle Popstars der 60er Jahre, wie alle männlichen Sänger, die haben nämlich den kopiert. David Bowie und Lou Reed und alle sind Cesare. Und mich hat das so fasziniert, aufgrund erstmal der Optik, aufgrund dieses, weil das der erste Film war, den man als Filmkunstwerk bezeichnete. Karl Bartos komponierte die neue Begleitung am Klavier, schrieb dann eine Partitur für Symphonieorchester und, er ist ja schließlich ein Pionier der elektronischen Musik, holte für Verfremdung und Samples den Computer hinzu. Ich brauchte die Filmmusik, um die Emotionen des Augenblicks zu zeigen, aber ich brauchte auch die Klänge der Straßen, der Fußtritte der Menschen, das Klopfen und alle Geräusche, die in diesem Film vorkamen. Für die Geräusche musste er nicht weit gehen. Da habe ich mein ganzes Haus aufgenommen, also vom Dachboden bis zum Keller, an alle Türen geklopft, alle Klinken bewegt und also das ist reine Handarbeit. Karl Bartos sagt, er habe mit dieser Art von Soundtrack ein Tabu gebrochen. Denn er hat dem Stummfilm den Ton zurückgegeben. Nicht nur bombastische Symphonik, sondern auch Geräusche. Ein ganz neues Klangerlebnis. Die meisten Menschen denken, dass diese wahnsinnig tollen Filmemacher der Weimarer Republik aus künstlerischen Gründen Stummfilme gedreht haben. Aber das war ja nicht der Fall. Es war einfach der Zeit geschuldet, eine Trennung von Bild und Ton, weil man diese Tonspur nicht auf das Zelluloid gekriegt hat. Aber es ist einfach so, die Menschen haben diesen Film halt gespielt, die haben dabei gesprochen, die sind gelaufen, die haben gepfiffen, die haben geweint. Weil ich denke, dass der Film sehr, sehr wichtig ist für unsere Kultur, habe ich diese Trennung rückgängig gemacht und meiner Meinung nach unterstärkt dieser Tabubruch die Wirkung des Kunstwerks enorm.